Ja, die Motorradsaison 2025 steht vor der Tür und du fragst dich, ob es die Honda CRF 300L sein soll. Ein kleiner, vielseitiger Offroader, Einzylinder, unzerstörbar, oder dann doch die CF Moto MT450, A2-konformes Adventure-Bike mit richtig geilen Features und einem coolen Design. Dann bist du heute genau bei mir richtig. Ich habe das große Glück, dass ich beide bei mir privat in der Garage habe. Bin jetzt beide roundabout 15.000 Kilometer gefahren und kann euch, glaube ich, so einen guten Eindruck übermitteln. Wir schauen sich an, welche ist Offroad stärker, welche hat mehr Reisekomfort, welche ist in Summe das vielseitigere Bike und welche würde ich mir kaufen, wäre genau bei dieser Entscheidung, wo du heute stehst. Das und mehr in diesem Video. Ja, der, was sich 2025 etwas Kleines, Leichtes, Handliches und auch Günstiges anschaffen will, entweder um mal wirklich in die ganze Offroad-Thematik reinzustarten, um seine ersten Gehversuche Offroad zu machen, oder dementsprechend halt ein Zweitbike zulegt, wenn man jetzt eine große Gaze oder Africa Twin schon in der Garage hat und sagt, okay, die ist mir fürs Gelände entweder zu schwer oder dann auch zu schade, der kommt mehr oder weniger an den zwei Geräten hier neben mir nicht vorbei. Hier haben wir die CF Moto MT450, 2024 auf den Markt gekommen, kostet in Österreich 6.790 €, in Deutschland glaube ich knapp unter 6.000 €. Habe da einen Testbericht gemacht Mitte des Jahres und muss sagen, die hat mir dann so gut gefallen, dass ich mir privat eine in die Garage gestellt habe. Hier hinter mir die CRF 300L, kostet in Österreich mittlerweile 5.790 €. Einzylinder, unzerstörbar, begleitet mich jetzt schon seit 2 Jahren. Wirklich sehr viel schon mit ihr erlebt, war in Bosnien, in Montenegro, in Italien, in den Westalpen unterwegs und kann da sicher einen guten Vergleich abliefern. Weil in diversen Foren und so liest man dann immer, dass die MT450 jetzt alles quasi zerstören wird. Also quasi, es hat keines mehr eine Relevanz außer sie, weil sie ist der King of the Ring. So viel kann ich schon verraten. Sie hat sehr viele Vorteile, aber gegenüber der CRF 300L auch dementsprechend Nachteile. Und auf die werden wir heute im Video eingehen. Wir schauen sich jetzt einmal so die technischen Daten an, werden dort einmal schauen, okay, wo liegt da der größte Unterschied. Dann gehen wir eben auf das Fahrverhalten von der 300L ein, dann gehen wir auf das Fahrverhalten von der 450 MT ein. Und dann beantworte ich natürlich auch die Frage, die wahrscheinlich großes Interesse hat, welche würde ich mir kaufen, wenn ich keine von den beiden hätte und eben diese Entscheidung treffen würde. Ja, dann starten wir gleich einmal rein mit den Motoren. Der größte Unterschied ist, dass wir eben bei der CF Moto einen Zweizylinder haben, bei der CRF 300, bei der Honda haben wir einen Einzylinder. Die Honda hat 286 Kubik mit bei 27,4 PS. Die CF Moto hat einen Zweizylinder mit 449 Kubik mit 42 PS. Wenn man natürlich dann das Gewicht, auf das gehen wir ein bisschen später ein, das wieder aufrechnet, ist der Unterschied nicht so groß. Beim Fahrverhalten merkt man natürlich dann schon, dass der Zweizylinder von der CF auch, sage ich mal, so 50, 120 deutlich kerniger, deutlich kräftiger ist. Und auch die Höchstgeschwindigkeit ist ein großer Unterschied. Die Honda ist bei 132, 133 GPS gemessen, wirklich schon mehr oder weniger am Limit, am Flachen. Die CF Moto ist mit 170 angegeben, 160 bin ich schon gefahren. Also dementsprechend auf Autobahnetappen hat die CF da natürlich einen riesen Vorteil. Ja, und dann kommen wir zu einem Punkt, der wahrscheinlich für viele Neueinsteiger ein ganz, ganz wichtiger ist. Das ist eben die Sitzhöhe, weil euch bringt es nichts, wenn ihr das beste Bike kauft und das, was euch am besten gefällt und ihr kommt mit den Füßen nicht runter. Überhaupt als Einsteiger, das ist ganz, ganz wichtig. Die Honda ist ja angegeben mit 880 mm, klingt im ersten Moment wirklich viel, aber durch das, dass die Sitzbank relativ schmal ist, kommt man mit den Füßen gut runter. Also ich sage, so 1,75 m muss man da schon sein, dass man da anständig runterkommt. Bei der CF Moto, das sage ich, ist ein Riesenvorteil. Du hast da unten
hinten beim Dämpfer dementsprechend eine Lochung drinnen, also die Originalsitzhöhe ist 820 mm. Du kannst das Ganze original schon auf 800 quasi tiefer legen und mit der höheren Sitzbank kannst du das Ganze dann eben höher legen auf 850 mm oder 870 mm. Also da hat man 7 cm drinnen, wo man wirklich mit der Sitzhöhe variieren kann. Das ist schon ein Riesenvorteil. Für ein bisschen größer gewachsene, also größer gewachsene ab 1,80 Meter empfehle ich auf alle Fälle hier die höhere Sitzbank gleich mitzukaufen. Die tiefe Sitzbank ist für meine Körpergröße relativ unangenehm, muss man sagen, weil dieses Verhältnis zwischen Sitzhöhe und Fußraste dann ein bisschen zu schmal ist. Dann ist bei mir eben das Knie, sage ich mal, zu weit oben, dann kriege ich da in der Leiste oder in der Hüfte meistens einen Krampf und dementsprechend habe ich mir gleich die hohe Sitzbank mitbestellt. Also sage ich mal ab 1,75 Meter, 1,80 Meter auf alle Fälle mal die hohe Sitzbank von Haus aus gleich einmal mitordern. Ja, und dann gehen wir aufs Fahrwerk ein. Die Honda hat das Showa-Fahrwerk drinnen, da haben wir halt 260 mm an Federweg. Daraus resultiert sich eine Bodenfreiheit von 285 mm. Also das ist wirklich sehr, sehr üppig, sehr, sehr viel, muss man echt sagen. Die CF Moto 450 MT kann da nicht ganz mithalten, hat einen Federweg vorne und hinten von 200 mm und eine Bodenfreiheit von 220 mm. Wenn man sich das jetzt aber anschaut und wirklich aufs Fahrwerk eingeht, dann haben wir hier beim Showa-Fahrwerk, sage ich mal, keine Verstellung. Wir haben da keine Möglichkeit, irgendwie das Fahrwerk von Haus aus anzupassen. Für Fahrer, die schwerer sind wie 75, 80 Kilo, empfehle ich quasi, das Fahrwerk anzupassen. Ja, mal. So, sag gerne mal. Oh, ja, weh. Auf alle Fälle hinten mal eine härtere Feder reinzugeben oder dementsprechend halt auch vorne dann das Ganze anzupassen. Ich habe es bei meiner gemacht, weil ich dementsprechend mit Kameraequipment, mit Gepäck fahre und ich sage mal fahrfertig mit dem ganzen Zeug so um die 110 Kilo dann mit Zar auf gut Deutsch, mit dem Gepäck und für das ist das Originalfahrwerk meiner Meinung nach zu schwach, zu schwammig. Also das muss man natürlich schon ein bisschen im Hinterkopf beachten bei der Honda, wenn man sich für die Honda entscheidet, dass man da gegebenenfalls, wenn man ein bisschen schwerer ist, auch ein bisschen Geld ins Fahrwerk adaptieren muss. Da kann natürlich die CF Moto MT450 extrem punkten, weil die hat ein komplett einstellbares Fahrwerk von Kayaba drinnen. Die Gabel vorne mit 200 mm Federweg kann man in Zug- und Druckstufe und in der Federvorspannung verstellen. Hinten haben wir einen Dämpfer drinnen, auch mit 200 mm Federweg. Der ist auch in Zug- und Druckstufe und in der Federvorspannung verstellbar. Was man aber schon dazu sagen muss, wir haben da nicht die ultimative, weiß ich nicht, High-End Kayaba-Ware drinnen, sondern schon, sage ich mal, den Basic-Einstieg. Das Fahrwerk ist von Haus aus für diese Variante vom Motorrad, sage ich, okay, also sie ist nicht schwammig und auch nicht so knochenhart. Sie könnte beim ersten Ansprechverhalten meiner Meinung nach ein bisschen mehr Seidigkeit, ein bisschen mehr Geschmeidigkeit drinnen haben. Ja, der nächste Punkt ist für manche ganz, ganz wichtig und für manche ist komplett wurscht. Ich liege irgendwo da mittendrin. Das Thema Tankinhalt, Reichweite, Verbrauch. Schauen wir da mal wirklich genau hin. Die Honda hat einen 7,8 Liter Tank von Haus aus. Bitte nicht verwechseln, ich habe da extra einen 14 Liter Tank raufgebaut. Wieso? Komme ich später noch ein bisschen dazu. Die Honda hat einen Verbrauch von 2,8 Liter, gefahren über 8000 Kilometer, Anzeige nie abgedrückt, 2,8 Liter. CF Moto Tankinhalt 17,5 Liter, angegebener Verbrauch von 4,3 Liter. Ich bin jetzt mit 4,2, 4,3 Liter eingefahren, also die hat jetzt 2000 Kilometer oben. Der hat noch nicht so richtig, sage ich mal, anständig aufs Maul bekommen. Aber ich sage, die wird irgendwo bei 4,5 Liter liegen. Daraus haben wir natürlich eine dementsprechende Reichweite, original hier von roundabout 250 Kilometer, bei der CF Moto eine Reichweite von 400 Kilometer. Bei der Honda habe ich, wie vorher erwähnt, schon den Tank getauscht. Wieso? Das möchte ich ein bisschen eingehen, das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Wenn man jetzt so Tagestour fährt, wenn man so leichte Offroad-Passagen fährt, so wie in den Westalpen zum Teil oder so, dann, und man hat wirklich den ganzen Tag Zeit und startet um 9 Uhr in der Früh und fährt bis um 7 Uhr am Abend, dann ist es so, dass man die 250 Kilometer locker erreicht. Und mir ist ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass ich da so am halben Nachmittag immer schauen muss, okay, wo ist eine Tankstelle, wo kann ich tanken, wo kann ich nicht tanken. Der Tank von der Honda ist meiner Meinung nach genau um 2 Liter zu klein, also hätten sie ihn von Haus aus bei 10 Liter gemacht, dann wäre es optimal gewesen, so roundabout 300 Kilometer. Aber wie gesagt, das ist halt meine
persönliche Wahrnehmung gewesen und ich wollte mir einfach halt dementsprechend auch die Zeit ersparen, dass ich dann irgendwo am Tagesende mitten im Friaul oder in den Westalpen oder am Balkan unten irgendwo eine Tankstelle suche und daher habe ich mir halt einen großen Tank von der Xerbis raufgebaut, der fast 14 Liter, da hast du Reichweite von über 500 Kilometern mit dem Gerät, also das Thema hat sich dann wirklich erledigt. Ja, dann kommen wir zu einem Punkt, wo beide nicht gerade, wie Sie sagen, das Gelbe vom Ei sind, ist eben die Bremserei. Da kann man jetzt oder könnte man sagen, okay, die sind eher in das Offroad-Eck optimiert oder abgestimmt, dann passt das. Ja, dann sagen wir es mal so, für die Straße ist die Bremsperformance bei beiden von keinen wirklich jetzt überragend. Die Honda bremst vorne mit 256 mm Einzelscheibe, die CF auch mit einer Einzelscheibe mit 320 mm im Durchmesser. Ich sage, da bei der CF kann man mit anderen Bremsbelägen wahrscheinlich ein bisschen mehr rausholen. Also das ist ein Punkt, was ich bei ihr auf alle Fälle jetzt dann angehe, beziehungsweise wer da Interesse hat, da kommt jetzt nach diesem Video kommt wahrscheinlich noch ein anderes und dann geht es richtig los mit einem kompletten Umbauprojekt. Also jetzt haben wir da die Standard MT450 stehen, die wird komplett umgebaut, also da bleibt kein Stein auf den anderen. Da werden Protektoren raufgebaut, verschiedene Gepäcksysteme, wir werden die ECU anpassen, Auspuff werden wir testen, Fahrwerk werden wir angehen, Reifen, Handprotektoren, Windschild, also alles, was es irgendwo halt so gibt, werden wir da draufbauen. Also wenn ihr da Interesse habt, gleich einmal jetzt einen Tipp, abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke, dann versäumt ihr sicher kein Video mehr. Aber kommen wir zurück auf die Bremserei. Bei ihr muss man meiner Meinung nach vorne die Bremsbeläge tauschen, die was ein bisschen mehr Aggressivität drinnen haben. Bei ihr, sage ich mal, ist es okay. Im Gelände ist es dann so, dass die Bremserei bei beiden wirklich gut passt, weil es nicht aggressiv ist, sondern dementsprechend auch einen gewissen Fehler verzeiht. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo aus meiner Sicht wirklich der größte Unterschied ist, weil es ist etwas, was du auf jeden Meter, auf jeden Kilometer einfach spürst. Und das ist das Thema Gewicht, weil das trägt dann natürlich dann auch vom Fahrverhalten am meisten dazu, wo halt wirklich die Präferenz liegt, wo halt dann auch wirklich die Auslegung mehr gegeben ist. Bei der Honda haben wir halt ein fahrfertiges Gewicht von 142 Kilo, bei der CF Moto haben wir ein fahrfertiges Gewicht von 192 Kilo. Natürlich hat die ein bisschen mehr Sprit an Bord, wenn man da jetzt den einen oder anderen Kilo wegrechnet, dann sind wir bei Roundabout von einem Mehrgewicht von 45 Kilo. Nehmen wir es mal wirklich sportlich, was die CF Moto auf die Waage bringt. Und das ist natürlich etwas, was du merkst und da ist auch wirklich der größte Unterschied und das resultiert eben auch aufs Fahrverhalten. Und das Fahrverhalten schauen wir sich jetzt dementsprechend an. Ja, und dann starten wir mit dem Fahrverhalten bzw. mit den Fahreigenschaften von der CF 300L. Und das ist halt wirklich, ich würde nicht sagen ein Beginnerbike, aber ich sage ganz ehrlich, leichter kannst du in das Thema Enduro wandern, Adventure Touren und so nicht reinstarten, weil 142 Kilo vollgetankt ist ein mega Wert. Es gibt keines oder kein Bike, was wirklich leichter ist wie sie. Sitzhöhe mit 88 cm, natürlich für den einen oder anderen schon ein bisschen ein Hindernis, für mich in dem Fall nicht. Du hast von Haus aus einen halbwegs passenden Reifen drauf. Und da haben wir jetzt schon natürlich einen zweiten, dritten Satz drauf, aber die Originalreifen, die sind meiner Meinung nach okay. Und vom Fahrverhalten ist halt wirklich so, dass die sehr, sehr spielerisch, sehr, sehr einfach ist, aufgrund dessen, weil es halt einfach kein Gewicht hat. Du sitzt bei ihr relativ auf dem Bike, der Originaltank hört ja hier schon auf, also du sitzt nicht so integriert wie vielleicht bei der CF, aber du sitzt halt wirklich auf dem Bike drauf und hast so wirklich eine super Übersicht. Und was halt bei der 300er gegenüber auch ihrer Vorgängermodellen der 250er ein Riesenvorteil ist, was sie da adaptiert haben bei dieser Modellgeneration, ist eben das Getriebe, der erste, zweite Gang extrem kurz, die Kupplung extrem leichtgängig, also sage mal, ein 50 Kubik Moped hat wahrscheinlich auch keine leichtere Kupplung drinnen, überhaupt in Passagen, wo es ein bisschen kniffliger wird, wo es entweder gatschig ist oder wo so Geröllpassagen drinnen sein, da ist es schon ein Riesenvorteil, wenn du quasi so mit dem ersten Gang mit der Kupplung spielen kannst und sie dir nicht gleich auspoppt, weil du halt mit der Drehzahl zu weit runterfällst. Also das ist wirklich vom Fahrverhalten eher wie ein, ja, sage mal, provokant gesagt, wie ein E-Bike mittlerweile. Also das ist echt wirklich einfach, spitzenmäßig zum Fahren. Und ich kann es wirklich nur mal jedem empfehlen, mit ihr eine Probefahrt zu machen. Die meisten haben wirklich ein Problem damit, weil sie halt unter Anführungszeichen so wenig Leistung hat. Natürlich, 27 PS ist keine Rakete, aber im Großen und Ganzen kommt man mit ihr überall hin. Ich bin mit ihr die Sellerrunde gefahren im Südtirol, wo man nur Asphaltpässe fährt. Da hat man natürlich dann eine gewisse Zeit beim Bergauffahren, dass man sich auch die Gegend anschaut. Aber so für den Einstieg überhaupt Offroad braucht es meiner Meinung nach kein PS mehr.
Ja, dann kommen wir aufs Fahrverhalten von der MT450 zu sprechen und da ist relativ leicht erklärt, könnte man meinen, schaut aus wie ein Reiseenduro, bewegt sich wie ein Reiseenduro, lässt sich fahren wie ein Reiseenduro, ist vom Fahrverhalten, sage ich mal, sehr ähnlich einer Touareg, Tenere, Transalp. Mir ist schon klar, dass sich da auch jede unterschiedlich bewegen lässt, jede andere Motocharakteristik hat, aber von der Sitzposition, so wie sich das Ganze anfühlt, ist sie halt einer Tenere Touareg deutlich näher, wie es quasi die Honda ist. Du sitzt eher integriert im Fahrzeug, du hast vor dir einen relativ bulligen und breiten Tank. Du hast natürlich auch einen guten Wind- und Wetterschutz. Du hast da vorne dementsprechend das Windschild, was du rauf und runter stellen kannst. Also das fühlt sich an wie eine dementsprechende Mittelklasse Reiseenduro. So lässt sie sich auch bewegen. Vom Fahrverhalten, Kurveneingang, Ausgang, sie ist halt für eine unter Anführungszeichen Mittelklasse Reiseenduro immer noch leicht mit 192 Kilo. Du merkst das schon, dass sie um einiges flinker ist in den Kurven, also 10 Kilo, das merkst du auch am Kurvenausgang und so, lässt sich wirklich toll bewegen, aber natürlich darf man jetzt da keine Fahrperformance, keine Fahrleistungen erwarten wie von einem Motorrad, was irgendwo 13, 14, 15 oder bis 17.000 Euro kostet. Sie hat natürlich nicht die Mega-Bremse drinnen, sie hat natürlich nicht das Mega-Fahrwerk drinnen, wenn wir jetzt auf eine quasi Touareg, Tenere oder so irgendwo hinschauen. Sie hat dort und da, muss man natürlich schon ein bisschen Abstriche machen, aber wenn man den Preis wieder relativiert, dann sind wir halt in Österreich auch bei 6.790 Euro und wenn man das quasi im Verhältnis setzt, dann ist es wirklich ein Mega-Paket, was man bei der MT450 bekommt. Ja, aber jetzt die Frage aller Fragen, welche würde ich mir kaufen, wenn ich keine von den beiden jetzt aktuell bei mir in der Garage stehen hätte? Und da ist meine Entscheidung mittlerweile auf die MT450 von CF Moto gefallen. Aber jetzt noch nicht ausschalten und irgendwas nachrecherchieren, sondern ihr müsst euch die Begründung anhören, weil ich glaube, die ist genauso wichtig wie das ganze Video vorher. Und zwar ist ja eben die Frage, welche ich mir persönlich kaufen würde. Und mittlerweile würde ich wirklich auf die CF Moto greifen, weil ich jetzt die letzten 2,5 Jahre Offroad sehr viel unterwegs war, sehr viel erleben habe dürfen. Ich war zweimal in den Westalpen, ich war zweimal am Balkan unterwegs, ich bin sehr oft in Kroatien, in Friaul, Schottland gewesen. Also ich habe da in den letzten 2,5 Jahren wahrscheinlich 15.000 Kilometer Offroad-Erfahrung sammeln können und traue mir da eben auch zu, dementsprechende schwerere Motorräder, so wie auch die Touareg, mit der war ich ja dieses Jahr in den Westalpen unterwegs, dementsprechend zu steuern und dementsprechend auch zu fahren. Und auch mein Fahrprofil hat sich dementsprechend mit dem Erfahrungsschatz, was ich habe, angepasst. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, von den ganzen harten Sachen, so wie den TED Bosnien, also wirklich so Geröllpassage und so, oder eine Bosnien-Rallye, das sind eher so, weil ich sage, okay, wenn man den sportlichen Ansatz hernimmt, wenn man sagt, man ist eine Gruppe, man will sich wirklich einmal auf gut Deutsch die Presse geben, also man will wirklich auch eine Herausforderung spüren und das in der Gruppe, im Kollektiv, dann wäre es auf alle Fälle interessant, sowas zu fahren. Wenn ich sowas fahren würde, wäre ich da genau wie der Tier. Also ich würde genau das Motorrad nehmen. Da ich aber sehr viel allein unterwegs bin, bin ich eher vom Gelände eine Stufe drunter. Das heißt, ich fahre schon TEDs und so sehr gerne, aber ich sage so die Westalpen und das ist wirklich das, wo ich mich wohlfühle. Das, was ich wirklich extrem gern fahre oder im Friaul. Ja, zusammengefasst machst du mit der einen oder anderen aus meiner Sicht überhaupt nichts falsch, weil sonst würden sie nicht privat bei mir in der Garage stehen. Ich glaube, dass immer gut ist, wenn man sich nüchtern hinsetzt, das wirklich analysiert. Erstens, was für ein Fahrkönnen habe ich schon Erfahrung oder stehe ich erst wirklich ganz am Anfang? Dann zweitens, was für Offroad-Passagen will ich fahren, weil Offroad ist nicht Offroad, ein Schotterweg und ein TED Bosnien sind 2 Paar Schuhen. Und ich glaube, aufgrund dessen würde ich dann meine Entscheidung fällen. Also bist du Einsteiger mit null Erfahrung und weißt auch nicht, wo du mehr oder weniger hin willst, so wie ich vor 2,5 Jahren, gebe ich auch ganz ehrlich zu, dann ist die Honda wahrscheinlich deine Wahl, weil die halt quasi Offroad vielseitiger ist und dort mehr bieten kann und einfach leichter zum Bewegen ist, nicht nur im Handling, sondern das Thema Gewicht mit 142 Kilo, das merkt man richtig deutlich. Dann ist wahrscheinlich dort deine Wahl oder beziehungsweise die Honda deine Wahl. Hast schon gewisse Erfahrung und sagst, okay, die Offroad-Passagen, ich weiß, was ich fahren will und so, die Westalpen ist schon das Maximum, viel härter, viel rougher, muss nicht sein. Dann ist wahrscheinlich die CF Moto quasi deine Wahl, weil die dann halt insgesamt aus meiner Sicht das vielseitigere Bike ist. Du kannst mit der auf der Straße natürlich genauso schöne Etappen fahren wie Offroad. Sie hat natürlich aufgrund ihrer Motorleistung On-Road nicht die Überperformance, Offroad auch nicht aufgrund der Federwege. Ich sage halt, sie ist ein wirklicher Allrounder, ein richtig allgemein
finde ich, gutes Bike, preis-leistungstechnisch wirklich top, da kann man nicht meckern drüber. Und wie gesagt, mit ein bisschen an Erfahrung und wenn man sich auch zutraut, ein bisschen ein schweres Bike zu bewegen, sicherlich auch eine gute Wahl. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so die Modelle wirklich ein bisschen näher bringen, die Vor- und Nachteile von der Honda erörtern und auch dementsprechend von der CF-Moto und vielleicht auch schon die eine oder andere Frage, die ihr vorm Video gehabt habt, beantworten. Wenn ihr noch jetzt Fragen habt, dann schreibt uns bitte unten in die Kommentare rein. Bin da gerne bereit, meine Erfahrungen euch weiterzugeben. Auch wenn ihr schon Besitzer von der CF-Moto oder von der Honda seid, schreibt mir auch gerne eure Meinung rein, was für euch kaufentscheidend war, wieso das genau dann dieses Modell geworden ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf alle Fälle einen Daumen da. Wie vorher schon erwähnt, mit der CF-Moto MT450 startet jetzt dann ein mega Umbauprojekt mit über 50 Teilen, also da bleibt kein Stein auf der anderen. Wenn ihr da was sehen wollt, dann bitte gerne, lasst mir auf alle Fälle ein Abo da. Das wäre für mich ganz, ganz wichtig und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.